So, hallo und willkommen zu einer weiteren von die vor Dark Dreams und Die. Wir müssen jetzt noch 5 Beweisstücke finden. Wir haben ja bereits gestern schon einige gefunden, uns auch unterhalten, was alles vorkam. Wir können die Wagen hin und her schieben. Und Nottür, Schaden, Blitzeinschlag. Kann man die öffnen? Ich kann auf jeden Fall das Fenster, das staubig ist und total verdreckt, öffnen. Ja, das können wir sogar. Wischen Schmutz weg. Ich wollte sagen, ich sehe meine Hand gar nicht. Aber wieso ist das von innen staubig? Keine Ahnung. Hier oben kann ich das nicht weg. Da, okay. What a beautiful sunset. It reminds me of the day I proposed. Ich würde gerade sagen, da schwingt doch jemand. Ist sie das vielleicht? Aber es war sie sogar. Nein, verschwinde nicht. Peggy. I'll find who killed you. I will. Irgendwie traurig die Geschichte, aber... Na, wir haben nur einen neuen Beweis. Hebel zum Öffnen. Brandspuren durch den Blitz. Kann ich die öffnen? It won't open. Of course it won't. There's more than 5 tons of What was I thinking? Über 5 Tonnen was laden da drauf? Ich muss nochmal... Ich will es nochmal sehen. Ich habe nicht... Okay, die Tür kriege ich nicht mehr auf. Oder lagen über 5 Tonnen irgendwas drauf. So, hier ist noch was. Mineralwasser. Ohne Kohlensäure. Feuer und Credit. Okay, damit habe ich nur meine Vision erhöht. Und Mini-Brezel. Inhalt 28,3 Gramm. So, dann haben wir noch ein bisschen Essen. Noch 4 Beweisstücke muss ich finden. Ich wollte aber nicht das machen. Ich will gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber nicht so aus. A und B habe ich schon fertig. Oder fast. Und C ist noch nicht ganz. Hier Verbände. Wenn ich noch mein Leben erhöhen kann. Ich habe voll viel Schaden genommen. Und kann nochmal mit ihm reden. Oh, ich kann sogar Credits verdienen. Und ich rede nochmal mit ihm. Option 1 mit Olivia Extrafälle, wonach er sucht. Stimmt, das ist ein Inhalator, aber hat er doch gerade. Are you looking for something? Not at all, Mr. Young. I am completely at your disposal. Have you contacted the airport? Yes, of course. Are you telling me the truth? It looks like you're so busy searching that you haven't done anything yet. I'll find what you're looking for. You just contact the ground. That's very kind of you. Very well. I have lost a glove. Okay. A glove? And it has to be this specific one? Yes, it's a special order, perfectly fitted to my hand. I'm in serious trouble without it. Okay, Fall Nummer 19, Start, seltsame Handschuhe. Warum sind die Zahlen so irgendwie willkürlich? Option 1 was Olivia. Irgendwie, warum am Anfang war es Fall 1, denn von der anderen war Fall 10, jetzt ist 19. Keine Ahnung, ob das fortlaufend ist oder nicht. Where did she go? Like I said, sir, she's not aboard this flight. That's impossible. I talked to her. And what, sir? Olivia had a gun. A gun? Please, don't even suggest such a thing. Option 1, Olivia und die Waffe. She pointed a gun at me. Are you saying I was seeing things? I think you must have. Maybe it was a pepper shaker. Even if she was on board this flight, there is absolutely no way she would be able to get a gun on board as well. It was a Glock 26. Wer kennt er sich aus? I'm very sorry, sir. Perhaps the shock of the lightning has caused you to be confused. Option 1, Olivia Jones, wonach er sucht. Ist da noch irgendwas Neues? Whatever the case, I have to talk to her again. Then you'll just need to keep on flying with us. If you get lucky, you'll end up on a flight with her. Eventually. That's not really what I meant. Okay, damit ist alles weg. Und wir müssen erstmal seinen Handschuh finden. Hier ist noch ein Kartoffelchips. Ausdauer. Da ist noch was.
Ein echter Freak kennt mich nicht. Rache für vorher. Nur ein Handschuh riecht verbrannt. Vom Blitz getroffen. Ist noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Hier unten ist was. Hinweis, verbrannter Handschuh. Das wäre ich nicht drauf gekommen. Damit kann ich ihm seinen Handschuh wiedergeben. This is a problem. Where is it? Ich habe ihn. Verbrannter Handschuh. I found the glove. It's all burnt up, though. Ah, thank you so much. That's okay, is it? No problem. I don't want to use it. You don't? So, what's going on? Nothing that concerns you, Mr. Young. This is my problem. Simply recovering the glove was the most important thing. Huh? Als Andenken oder wie? With a glove that can't even be used anymore. Just being high-strung doesn't explain that. I need to probe a bit deeper here. Fall Nummer 19, vollständig. Seltsame Handschuhe. Damit haben wir 300 Credits erhalten und grün gemustertes Set als Kostüm erhalten. Wie ob es weitergeht. Okay, Option 2, die Nottüren. Wenn wir schon mal im Gespräch sind. It's possible to manually switch over to door mode, but just touching the controls to do so causes an alarm to sound in the cockpit. You would be better off not to get any silly ideas. Och, ich doch nicht. What if that alarm was broken? Deactivated? What are you planning? I'm just trying to figure out the method of escape used by Olivia and the vanishing man. Method of escape, is it? Aber diese Fluchtmethode, ich meine, durch die Tür kann man ja nicht, die Tür wird ja rausfliegen oder ich glaube nicht, dass man die wieder einsetzt. Schreiben, wenn das Flugzeug fliegt. Anzahl der Fluchtwege. How many emergency exits are there? How much do you know about the Federal Aviation Regulations? Überhaupt nicht. They are the safety regulations as set by the Federal Aviation Administration. In accordance with them, a commercial aircraft must have enough emergency exits that all passengers can exit the aircraft within 90 seconds while only using half of them. That is what the rules state. We call it the 90-second rule. Okay, dann erzähl mir mal ein bisschen was über die 90-Sekunden-Regel, wenn du schon dabei bist. So, how many emergency exits are there? Mathematics are clearly not your strong. Doch, aber ich habe keine Lust, das alles auszurechnen. With crew, this aircraft can carry almost 140 people. Let's say 30 people can escape from one exit in 90 seconds. That would be one person every 3 seconds. Dividing 140 by 30 therefore indicates that at least 4.6 exits would be needed. Now, twice that are required by the regulations, which means the required number of exits is 9 or more. That means even you and your lack of math skills have a chance to escape. Ja, ja, aber wirklich, naja, Cockpitfenster. Erzähl mir ein bisschen darüber, vielleicht weißt du ja was. Could you escape by opening the windows in the cockpit? The cockpit windows do not open. Habe ich mir schon gedacht. You aren't as smart as you look, Mr. Young. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn man die Indeed, öffnen the könnte. construction of the seat in cockpit windows is very different. While the seat windows are 3 layers of polycarbonate resin, the cockpit windows are 5 layers of reinforced glass and polycarbonate resin. Seat windows are 14 millimeters thick, but the ones in the cockpit are 45. Ja klar, ergibt ja auch Sinn, müssen sie Passenger auch. windows are designed to withstand external pressure, but the cockpit windows have to be able to withstand collisions with birds. Open windows like that, sir. Please. Naja, okay, Extrafälle, noch ein Extrafall, Wissen über Flugzeuge. You know quite a bit about this airplane, don't you? It's only natural. Our passengers' safety may rely on it. Natural? I'm not sure I'd use that word to describe your encyclopedic knowledge. And I'm not sure I'd use the word encyclopedic. Why, this level of knowledge, even you could easily attain it, Mr. Young. Easily? Yes, very easily. How? Why, by taking a quiz. Oh, ein Quiz. Quizzes are a great way to remember almost anything. You want to give it a try, don't you? Ja, Fall Nummer 20, Start. Flugzeugquiz für Einsteiger. Looks like I stepped on a landmine. I'll give you some simple questions.
All you need do is answer them. Okay. The beginner level only needs 3 correct answers to pass. Are you ready, sir? Ja, ich bin bereit. Und dafür hat es Zeit, das zu machen. Question. What is jet fuel made from? Oh, das weiß ich nicht. Option 1 Nitroglycerin, Option 2 Kerosin, Option 3 Liebe. Okay, das hätte ich noch hingekriegt. That is correct. Kerosene doesn't freeze at low temperatures and gives off no soot. That makes it extremely effective as an aircraft fuel. Okay. Next Nitroglycerin, explodiert das nicht? question. How many parachutes for passengers does a passenger aircraft carry? Option 1 jeder für jeden Passagier, Option 2 nichts davon, Option 3 einer für den Kapitän. Ich glaube gar kein Fallschirm, oder? Ja, auch richtig. That is correct. Letting an amateur loose with a parachute would do them no favors. If something should happen, don't think about jumping out. I would instead recommend adopting the brace position. Next, the last question at the beginner level. Your luck runs out here. Im Flugzeug mit ganz viel Fallschirm. Question. What are airplane tires filled with? Option 1 Stickstoff, Option 2 Sauerstoff, Option 3 Träume. Träume auf keinen Fall, Sauerstoff, keine Ahnung, Stickstoff. Schwierig. Sauerstoff oder Stickstoff? Sauerstoff? Stickstoff, glaube ich, aber ich nehme mal Sauerstoff. Ja, war schon Stickstoff. Incorrect. This gas needs to handle high temperature and high pressure. Wusste ich. Oxygen, meanwhile, is quite flammable. That was a shame. Please try again. Okay, dann ist es Stickstoff. Errungenschaft erzielt, modebewusst und gekonnter Schnüffler. Dann bitte normales Quiz. Ja, möchte ich. Dann kann ich aber hier überspringen. Ein bisschen über Flugzeuge. Ja, das kennen wir schon alles. Kerosin, okay, hatte ich schon beantwortet. Dann weiter. Und nichts davon. Und die letzte Frage mit Stickstoff. That is correct. Ja, wusste ich doch. Friction with the runway causes aircraft tires to become very hot. When this happens, using nitrogen minimizes the risk of fire. It is also inert, doesn't oxidize, and contains no water, so it doesn't expand. Nitrogen is therefore the perfect choice when it comes to landing and taking off. Oh my, this is quite something. Das ist gut zu wissen. You've cleared the beginner level. Congratulations. Ja, ich würde mir auch Glück wünschen. Fall Nummer 20, vollständig. Flugzeugquiz für Einsteiger. Credits erhalten 370er, Inlandsflug, Uniformset erhalten und Visionserholung. Kommt jetzt noch ein fortgeschrittenes Quiz. However, that's all this was. The beginner level. Next comes the intermediate test. We'll get started as soon as you are ready. It sounds like the quizmaster isn't done yet. Fall Nummer 21, Start, mittelschweres Flugzeugquiz. Ich dachte, ich kann das ein anderes Mal machen. Ach komm, ich mach das jetzt einfach. Wir haben ja Zeit. Ready for the intermediate quiz, sir? Think you have what it takes? The Ja, ich glaub's. intermediate level needs 5 correct answers to pass. Question. How can you tell at a glance if an airplane carries passengers or cargo? Das weiß ich nicht. Option 1 Fenster, Option 2 Tragflächen, Option 3 Farbe. Farbe auf keinen Fall. Tragflächen. Fenster. Fenster bestimmt nicht. Obwohl Fenster braucht eine Fracht. Ne, Fenster. That is correct. Warum braucht eine Fracht ein Fenster? A cargo plane doesn't have windows. There are no passengers to look out of them after. Also wird ja auch argumentiert. Getting rid of the windows also makes the aircraft lighter. Das ist interessant. And also increases the strength of the body, like for military aircraft. Even something like a single window makes a big difference to an aircraft. Now then, question 2. Question. Why is the air very dry inside an aircraft? Wegen der Höhe oder wie? Option 1, damit die Wäsche schnell trocknet auf keinen Fall. Option 2, um Kondensation zu vermeiden. Option 3, um die zulässige Wasserfracht einzuhalten. Keine Ahnung, um Kondensation zu vermeiden. That is correct. At high altitude, there is a large gap between inside and outside temperatures. That means moisture in the air would cause condensation to form. If that water rusted or froze, it could block pipes, causing all sorts of issues. That's why the air inside of the aircraft is kept very dry. Also man lernt man doch mal was. Safe. Now then,
Question 3. Ich frage mich, warum man sowas einbaut. Question. What do the pilot and co-pilot have prepared for them separately? Das Essen. Option 1, das Kissen. Option 2, die Toilette. Option 3, ihre Mahlzeiten. Das wusste ich. That is correct. Kommt auch mit der Begründung? It prevents both of them suffering from food poisoning. Everyone has heard that though, haven't they? Ja, hast recht. However, what about on the ground? Did you know they eat different meals before they even take off? Always think of the worst possible scenario and act accordingly. We are Ja, hätte ich auch wirklich denken können, dass am Boden es auch ist, aber es war mir nicht so Next bewusst. question. Question. Why are the internal lights turned off when landing at night? Damit die Piloten nicht geblendet werden. Um die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, glaube ich nicht. Damit Fluggäste gut schlafen, glaube ich auch nicht. Um Flugzeugentführung zu vermeiden. Die Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Okay, ich dachte damit, dass nicht so geblendet wird, aber okay. That is correct. To get the passengers' eyes accustomed to the dark in case something Ach so, okay. I might also point out that this is also one of the 90-second rules. Now we come to the final. Es ist interessant, dass man die Lichter ausmacht, damit man sich gewöhnt im Notfall. You are doing quite well. Das weiß ich zum Beispiel nicht. Question. Where are airlines legally obliged to place ashtrays on board? Boah, weiß ich nicht. Ich fliege mal auf einen Nichtraucherflug. Option 1 an den Toiletten ist verboten. Option 2 beim Tankstutzen. Beim Pilotensitz. Keine Ahnung. Den Toiletten ja nicht. Okay, das war falsch. Incorrect. Naja, dann müssen wir es nochmal kurz machen. Heavy smokers probably can't become pilots. Remember, no smoking is allowed on board. If you were going to sneak a smoke, where would you do it? Auf Toilette. That was a shame. Please try again. I mean it. Es ist verboten im Flugzeug zu rauchen, aber man kann trotzdem auch auf Toilette rauchen. Da passt irgendwas nicht. Ready for Und sag mir bitte nicht, da kommt gleich noch ein schweres Quiz. So. Um Konzentration zu vermeiden. Weil ich dachte, warum sollte man laut Gesetz im Flugzeug Aschenbecher auf Toilette setzen oder stellen, wenn es dort eh verboten ist? Okay, damit man nicht so viel Dreck macht, wenn man ascht, aber trotzdem. Die letzte Frage. In den Toiletten. Ja, war richtig. Well done. That is correct. Of course, smoking is not allowed, but some people don't always obey the law. Failure to properly dispose of a cigarette could cause an accident. So, even though they aren't allowed to be used, lavatories must have ashtrays. Das ist auch wieder eine doofe What's Sache. more, these regulations were also stipulated by the Federal Aviation Administration. Well, 5 questions in a row. You're smarter than I thought. Fall Nummer 21, vollständig, mittelschweres Flugzeugquiz. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass da noch ein größeres kommt. Ein schweres Quiz. Das mache ich dann ein anderes Mal. So, Visionserholung. We aren't finished yet, however. Ja, stimmt. The advanced level still awaits you. We'll start as soon as you Das machen wir ein are ready, anderes Mal. sir. Darauf habe ich jetzt keine Lust. And immediate, so next is advanced. Not a problem. I saw this coming. Fall Nummer 22, Start. Flugzeugquiz für Fortgeschrittene. Na, eigentlich hätte ich sagen, wir machen es im nächsten Part, aber da wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir auch nur das fortgeschrittene Quiz. Here we are, ladies and gentlemen. The advanced quiz. The advanced level requires no less than Oh, 10 10 Antworten hätte ich das wohl. Ich dachte, jetzt kommen so 7. However, I'm Naja. also adding a new rule. You must answer each question within 5 seconds. Are you ready? Okay, ich bin bereit. Question. Who first succeeded in powered manned flight? Das sind eins das schwerste Brei, die Family Fly, die Brüder White. Correct. They originally made bicycles. Question. What is the name of the device that constantly records aircraft data? Die Blackbox. Gibt's hier? Ja, Blackbox. Correct. Hoffentlich. It is attached at the back of the plane. Question. Okay. Is the captain's seat on the left or right side of the cockpit? Der Co-Pilot ist auch rechts, oder nicht? Okay, doch nicht. Mr. Young, is this your limit? If you do want to try again, I'll welcome your Aber es ist gut, dass er challenge jetzt nicht wieder anytime. stundenlang... Making you restart from the beginner level isn't my style. Don't worry about that. Oh, ich dachte gerade. Okay. Also ist doch gut, denn nicht lange mit seinen ganzen Äußerungen right
Wenn er nicht wieder die ganze Zeit damit anfängt, ja, Erklärung, sowas. Weil das dauert wirklich lang bei 10 Fragen dann. Da geht's dann links. Okay, links. Correct. Ich dachte, er sitzt rechts. The seat on the left side of the cockpit is always the captain's. Question: What is the highest passenger class? Erste Klasse, Traumklasse, Prachtklasse. Also die erste Klasse. Oder Traumklasse, kann man auch sagen, oder nicht? My. Correct. Maybe you'll sit there yourself one day. Unlikely, but maybe. Ja, würde ich auch gerne mal. Question: When a bird crashes into an aircraft, it is known as a bird what? Vogelkunde, Vogelschlag. Deswegen auch Blitzschlag. Yes, correct. In fact, that is the name given to any incident of a bird hitting a structure. Question: What is the name of the president's jet? Oh, Air Force One, Page One, Formula One. The Air Force One. Okay, correct. Currently, a modified Boeing 747 is used. Question: What is the name given to the control for angling an aircraft up and down? Boah, frag mich nicht. Roll, Gear, Nick. Boah, Nick. You didn't mess it up. Das ist gut, das war jetzt wirklich geraten. There are 3 control axes, and the other 2 are roll and yaw. Okay, also wären alle richtig gewesen, außer das eine eben. When 2 aircraft almost collide? Near Pin, Near Miss, oder? Ja. Another correct answer. Was, 6 Frage? Planes are fitted with devices to prevent near misses. Question: What is the largest aircraft Das weiß ich nicht. in America? Option 1 SS Games ist das Computerspiel. Option 2 Boeing oder Option 3 Airbus? Ich glaube Boeing. Ja. Das SS Games, das ist headquarters is in Seattle, and they also build spacecraft. Entwickler von dem Spiel hier? Question: Oder Publisher? Nee, Entwickler. What name is given to thrombosis caused by always sitting in the same position? Option 1 Peter Pan Syndrom, Option 2 Stockholm Syndrom, Option 3 Touristenklassen-Syndrom Stockholm. Ah, das war falsch. If you do want to making you. Ja, machen wir ein anderes Mal. Ich würde einfach mal sagen. Boah, da kriegt man noch Angst vor dem. So, mach mich Schutz. Ich gehe noch einmal in die Schlüssel rein. Guck, ob ich da einen Hinweis finde und dann war es das auch für heute. Da läuft Wasser. Blutiges Papiertaschentuch, Waschbecken immer nass, viel zu klein. Mit Warmwasser, schwacher Wasserdruck. So, und hier greift auch nochmal. Kann ich das abdrehen? Oder läuft das ständig? Hier gibt es auch noch Verbände. Mir noch ein bisschen heilen. Spiel kann auch noch mal greifen. Who is die? So, Rasierspiegel, Uhr ist kaputt durch den Blitz. Oh, da ist noch was zu anziehen. Ah, beschädigter mit Beschläge, Metall, limitierte Edition, ein Hoodie. Nehmen wir natürlich aus der Toilette auch raus. Oder gibt es schon irgendwas? Nee. Zeitschrift kann ich auch nicht nehmen. Na, nächster Satz würde ich sagen, was ist für heute? Das war lang genug. Wir haben ein paar Quizzes gemacht. Aber ja, dann lasst uns eine Bewertung an, ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Wir müssen noch 4 Beweisstücke finden. Das machen wir in der nächsten Folge. Und tschüss.